Ja, hallo. Ich will euch heute die Serviettentechnik mit Stempeln zeigen. Eine total einfache und trotzdem sehr wirkungsvolle Technik. Serviettenkleber habe ich schon beiseite getan, das Wasser, Schere, Acrylfarben, irgendwelche billigen Pinseln. Das müssen nicht die teuersten Pinsel sein, die wir dafür verwenden. Und ja, natürlich Stempel, logisch. Und tada, gleich kommt der Hauptdarsteller, die Serviette. Ich benutze seit Jahren schon die Fantastisk von Ikea. Die haben eine sehr feste Oberfläche, die ist dreilagig. Wir verwenden nur eine Lage davon, die oberste Lage, die wir dann bestempelt und bemalt haben. Und ich habe mit der Serviette gute Erfahrungen gemacht. Ansonsten, wenn ihr da nicht rankommt, versucht es mit anderen. Ne? Und ganz wichtig, aufklappen, ja. Nicht auf die auf die zusammengefaltete vierlagige Serviette stempeln. Mit wasserfester Stempeltusche. Ich klappe die deshalb auf, weil wenn das noch zusammengefaltet ist, ist das einfach ein viel zu weicher Untergrund und der Abdruck wird hinterher ganz verschwommen. So, ich brauche einen festen Untergrund, wie ihr seht. Ne? Darum habe ich die aufgeklappt und stempel jetzt mal mehrere Motive gleich nebeneinander. Das spart hinterher Zeit bei der Weiterverarbeitung. So, jetzt male ich die aus. Dafür wieder wasserfeste Buntstifte verwenden. Ich nehme hier meine Lieblingsfirma, das ist eine deutsche Firma, Lyra. Und zwar haben die auch unterschiedliche Qualitäten in Stiften. Das ist hier ein wasserfester Stift. Damit male ich dann direkt auf die Serviette und zwar ist das ein bisschen Übungssache. Also ich drücke mal fest, mal weniger fest. Wichtig ist, dass die Spitze stumpf ist vorne. Falls ihr Stifte habt, die frisch angespitzt sind, malt damit so ein paar dicke, feste Linien auf irgendeinem Schmierpapier, damit vorne die Spitze ganz rund wird. Ja? Sonst reißt ihr euch beim Malen die Serviette kaputt. So, dann auf die Serviette malen. Ich drücke zum Beispiel für dunklere Farbtöne, drücke ich sehr fest. Das ist aber Übungssache. Also man kann hinterher, wenn man so ein bisschen sich da eingearbeitet hat, wirklich sehr, sehr fest auf die Serviette drücken, ohne dass sie zerreißt. Ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen näher ranzugehen und euch das nochmal zu zeigen. Ich male dann in so kreisenden Bewegungen fest, weniger fest und je weniger stark man aufdrückt, desto heller wird der Farbauftrag und so kann man dann auf der Serviette ganz, ganz toll schattieren. Ne? Jetzt hier so ein bisschen Farbe nur rein. Ich lasse auch meistens einiges davon frei, weil gleich bei dem Werkstück, auf das ich arbeite, ist schon eine Grundfarbe aufgebracht. So, jetzt zeige ich euch nochmal einen schönen Trick, mit dem man jedes Naturpapier zum Beispiel auch ganz genau da reißen kann, wo man das haben möchte. Zum Beispiel, wenn man mit Naturpapieren arbeitet, das an der Stelle, wo man es reißen möchte, nass machen, bedeutet, dass man dann auch Formen reißen kann zum Beispiel. Und dann reißt es immer genau da, wo man möchte. Hier der Vorteil bei der Serviette ist, dass man dann eine feinere Kante hat hinterher, die sich noch besser aufbringen lässt mit dem Serviettenkleber. Das muss man aber nicht machen. Man kann die natürlich auch ausschneiden, die Motive. Das spart ziemlich viel Zeit. Darum habe ich das hinterher bei allen anderen auch gemacht. Nur bei dem hier wollte ich euch das einmal zeigen, wie das geht, wenn man so einen ausgefransten Rand haben will. Der wird dann hinterher wirklich, wenn man die Serviette aufgeklebt hat, komplett unsichtbar, weil der so ausgefranst ist, ne? So nach außen hin dünner wird die Fasern von der Serviette. Und nur die oberste Lage aufkleben, ja? Das ist auch ganz wichtig. Müsst ihr immer dran denken. Wenn es hinterher merkwürdig aussieht, dann habt ihr ziemlich sicher mehrere Lagen aufgeklebt. So, jetzt habe ich hier so einen Torso, den habe ich schon mit einer hellen Acrylfarbe grundiert. Hell ist wichtig, weil sonst die Serviette so dunkel wird, weil die hinterher komplett durchsichtig wird, kommt natürlich die Farbe des Untergrundes durch. Dann malt ihr von der Mitte nach außen mit dem Serviettenkleber, mit einem weichen Borstenpinsel. Also es muss schon ein Borstenpinsel sein, wenn ihr mit so einem normalen Haarpinsel malt, der gibt ja nach. Ne? Ihr müsst schon ein bisschen Druck anwenden. Vorsichtigen Druck, ja, von innen nach außen und dabei alle Falten ausstreichen. Okay, also jetzt haben wir hier, ne, vorsichtig, so von innen nach außen gearbeitet und alle Falten ausgebügelt und das muss dann nur noch trocknen. Das gleiche mache ich jetzt hier mal auf so einem Acrylteil. Ja, das ist nämlich noch eine zusätzliche Idee, womit man die Serviettentechnik verwenden kann und das ist genauso, wie ich das in der Maskentechnik schon beschrieben habe, eine super Sache für Kindergeburtstage. Das habe ich auch schon auf vielen Kindergeburtstagen angewendet. Das Beste ist immer, wenn man den Kindern das zeigt. Die wissen erstmal gar nicht, wie das hinterher aussieht. Und dann sollen die das in so ein Plastikding kleben. Das sieht ja dann ziemlich komisch aus. Und dieser Kleber, wenn der noch so weiß ist, ja, von der Mitte nach außen wieder und alle Falten ausbügeln. Wenn der Kleber noch so weiß ist, dann sieht das auch ganz oll aus und überhaupt nicht hübsch.
Wenn das dann trocknet und wir das weiterverarbeiten, dann ist das ein richtiger Aha-Effekt, aber das seht ihr dann ganz zum Schluss. So, jetzt auch hier wieder in die andere Richtung, also nicht wie eben auf diesem Torso drauf, sondern von innen, ja. So, hier ist der Torso schon mal weiterverarbeitet. Hier zeige ich euch noch eine Idee, und zwar kann man natürlich, ist eigentlich logisch, ja, liegt auf der Hand, von jedem Motiv, das man gestempelt hat, auch die kleinsten Teile verwenden. Man kann, wenn man jetzt ein kleines Kringelchen braucht, habe ich hier von der Kringellinie nur kleine ausgeschnitten. Das ist eine simple Sache, aber wirklich manche kommen da nicht drauf. Die kleben dann gnadenlos alles fest, was ihnen an Stempeln so vorliegt. Und das ist ja totaler Quatsch. Man kann von jedem Stempel das kleinste bisschen ausschneiden, was man haben möchte bei der Serviette, und nur das aufkleben. Es ist ja viel einfacher, als würde man direkt auf den Untergrund stempeln, wo natürlich beim Stempel meistens alles mitstempelt. So, und ihr seht, das ist noch ein bisschen weiß, dieser Kringel, den ich gerade aufgeklebt habe, aber alles andere ist schon fast durchgetrocknet und wird dann auch komplett durchsichtig. Ne? Und der Untergrund von diesem Torso, der kommt durch. Das heißt, hätte ich den jetzt hellgrün angemalt, wären alle Motive hellgrün eingefärbt. Ne, das muss man bedenken. Hier seht ihr jetzt, dass diese Serviette an sich komplett durchsichtig wird, wenn der Kleber getrocknet ist, ja. Ich halte gleich mal die Hand darunter, damit ihr das wirklich seht. Da kann man ganz komplett durchgucken. Und das ist immer echt bei Kindergeburtstagen der Knaller. Wenn die das sehen, dann sind die Kinder total enttäuscht und sagen, das sieht ja noch gar nicht, das hier ist ja durchsichtig. Aber dann mache ich das mit denen und sage denen, jetzt malt mal hier die Acrylfarbe rein. Okay. Und das finden die dann immer noch doof, weil jetzt malen die sich ja ihr Motiv zu. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Weil wenn wir dieses Ding gleich umdrehen, dann kommt der Aha-Effekt. Und das ist bei den Kindern auch immer der Knaller gewesen. Und was kostet so ein Acrylteil? Ein paar Cent, ja. Man kann das auch super auf Steinen machen. Weiße Steine, so Kieselsteine, die man gesammelt hat. Geht ihr vorher mit den Kindern spazieren, wo ihr wisst, dass solche Steine liegen, dicke Wackersteine. Wenn die grau sind oder dunkel, malt ihr die vorher mit heller Acrylfarbe an. Und dann kommt da die Serviette drauf. Dann ist das eine Bastelarbeit. Ja, cool, ne? Also ich finde das immer wieder so ein Aha-Effekt, wenn man dann sieht, wie das aussieht. Ja, und so sieht das dann aus, wenn man das von hinten dann hintermalt. Und das muss dann natürlich noch trocknen. Das müsstet ihr dann, wenn ihr einen Kindergeburtstag macht, müsstet ihr das mit einberechnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hab euch lieb.